Ich heiße Gregor Thüsing und ich habe was mitgebracht. Ich bin gebeten worden, etwas mitzubringen, was mit dem zu tun hat, was ich tue, womit ich arbeite. Und ich habe Ihnen das Geschenk meines Vaters mitgebracht, das ich zu meiner Promotion bekommen habe. Ein altes Buch, noch älter als ich das bin, von 1750. Das Buch ursprünglich war aber noch älter. Das war nämlich das römische Gesetzbuch, der Corpus Juris Civilis. Und da gibt es die sogenannten Pandekten oder Digesten. Das ist eine Sammlung von Rechtssentenzen, von Rechtssätzen. Und ganz zum Schluss gibt es einen Abschnitt, wo bestimmte kurze Sentenzen zusammengefasst wurden. Und für die, die es nachlesen wollen, 1744, und da habe ich es auch gefunden, non omne quod licet honestum est. Nicht alles, was erlaubt ist, ist ehrenhaft. Und das hat mit meiner Tätigkeit jetzt im Deutschen Ethikrat zu tun. Wir Juristen sind daran gewohnt, uns an Recht und Gesetz zu halten. Das sollten wir eigentlich alle, aber wir Juristen sind daran gewohnt, das Recht und Gesetz zu interpretieren und denken vielleicht, wer gesetzmäßig handelt, der handelt auch so sittlich und ethisch und moralisch korrekt. Aber wenn man darüber mal näher nachdenkt, insbesondere mit klugen Kolleginnen und Kollegen, dann stellt man fest, das ist gar nicht so. Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch sittlich richtig. Vielleicht ist es manchmal auch sittlich richtig, das Gesetz zu durchbrechen. Das sind Dinge, die man diskutieren muss, und das macht mir eine große Freude, das mit den Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Ethikrat zu tun. Es gibt wenig, was besser wird, wenn man es allein macht. Jedenfalls bei der Juristerei muss man einfach sehen, es gibt das alte Sprichwort, so viel Köpfe, so viel Meinungen. Das hat sicherlich seine Berechtigung, aber wenn man viele Meinungen hat, dann muss man eben auch viel diskutieren und am Ende weiß man vielleicht doch etwas besser, was richtig und was nicht richtig ist. Und wenn es dann eben noch den juristischen Kreis überschreitet und man auch mit Menschen zu sprechen kommt, die von der Sache Ahnung haben, die einen anderen Blickwinkel haben, die eine Perspektive drauf haben, die eben nicht rein juristisch geprägt ist, sondern aus der Neurowissenschaft heraus, aus der Theologie, aus der Ökonomie, dann wird man merken, wird der Vorrat an Argumenten, das Körbchen, aus dem man nehmen kann, um die Sache zu beurteilen, das wird größer und das gibt dann auch regelmäßig die bessere Entscheidung. Dass nur ein Jurist die richtige Antwort findet in bestimmten gesellschaftlichen Fragen, das ist eher unwahrscheinlich, genau wie es vielleicht dann auch nicht nur der Mathematiker, nur der Ökonom oder nur der Theologe kann. Transdisziplinarität, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, ist ja eine besondere Form der Teamarbeit, von einem sehr diversen Team, von einem Team, wo die Perspektiven sehr unterschiedlich sind. Wenn wir alle den gleichen Horizont haben, alle das gleiche herkommen, alle an den gleichen Argumenten geschult sind, dann mag das gleiche Argument von 8 verschiedenen Leuten vorgetragen werden, aber eben nicht 8 verschiedene Argumente. Und manchmal ist es gut, wenn man eben alle 8 verschiedenen Argumente hört, dann kann man sich dann doch das Richtige aussuchen und das mag dann auch ein Argument gewesen sein, auf das man selber gar nicht gekommen ist. Das führt zur Exzellenz. Exzellenz ist ja excellere, sie überragen, herausragen. Wer Überragendes leisten will, leistet das, so meine Erfahrung, regelmäßig nicht allein. Das Genie, das für sich allein die Wahrheit findet, das ist dann eben doch selten. Wenn man aber zusammen in einer Gruppe arbeitet, zusammen sich diszipliniert an eine Sache setzt, dann kann man eben diese Exzellenz doch nicht immer erreichen, aber man kann sie immer erstreben und manchmal merkt man dann doch, hier ist nochmal wirklich was Neues gekommen, hier ist wirklich was Besseres gekommen und das kann dann eben auch der Standard für zukünftige Diskussionen sein. Das passiert selten, das sind dann die Sternstunden, auf die man hingearbeitet hat, aber es gibt sie und deswegen ist es auch immer richtig, dass man sich stets darum bemüht, auch wenn es oftmals ohne Erfolg ist.